bin leise. So. Ich verstehe so Leute nicht, die so völlig überhaupt gar keine Plan haben von ihrer Umwelt. Herzlich willkommen, YouTube. Es ist wieder soweit. Ihr habt nicht danach gefragt. Aber ich war gerade auf YouTube. Mit den ganzen Idioten hier. Und wir haben gemeinsam gesehen, da ist ja ein neues Video von unserem Lieblings-YouTuber. Und es ist meine Lieblingskategorie. Flugzeugsitze. Und da gucken wir sowas von richtig geil rein jetzt. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Today, I'm flying the world's best first class for 24 hours from Singapore, all the way over to London. With 3 flights to take, each will get better and better, finishing in the Residence, a 3-room apartment in the sky. Well, hello there and welcome back to the channel, where we begin the next 24 hours. Glaubt ihr, ganz ehrlich Leute, jetzt, ich denke nicht, ich bin das Zentrum der Welt, ja? Aber glaubt ihr, so ein ganz klein bisschen weiß der das mittlerweile, wenn er so anmoderiert, dass er so denkt, oh my god, this German guy is gonna probably do this thing again. Gonna be go like, today, fucking hate that guy. Ich hab so Bock, dass der mal ein Video von mir verarscht. Oh, wie geil das wäre, wenn er da einfach mal so ein random Dark Souls Video von mir anguckt, wie ich irgendwie so God Gamer mache oder sowas und er dann so, alright, today we're gonna look at this, what is he doing anyway? God Gamer, I mean, is he mentally ill? Does he have like problems in his head? God Gamer, what the fuck is he doing? Und dann fängt er auch seine Videos irgendwann mit God Gamer! Let's go get checked in then at the first class counter, with formalities taking just a few moments. Warte, was ist das, sein Pass? Hat er so ein Pass einlaminiert in seinem eigenen Merch? Aber kann man das kaufen? Ist es so ein Merch-Ding von ihm oder was? Trektrendy Pass? I don't know. Now, Starlux don't have their own lounge facilities here in Changi, so I'm invited to use a third-party lounge upstairs. It's not a bad spot for a brief layover, and most importantly, they do offer DC. DC's in the chat, Leute. DC's in the chat. Yes! Offer an ice-cold DC, which is always a bonus. I'm escorted down the jet bridge by a friendly Starlux employee. Das muss so weird sein, da runterzulaufen und so mit dieser Vlog-Kamera filmmäßig. Das würde ich nie machen, wenn hinter mir Leute laufen. Das wäre mir so unangenehm, weil die sehen ja trotzdem jetzt, auch wenn er sie blurrt, dass er die jetzt filmt. Let's step into the one and only row of first class. Hier oben steht World's Best First Class Flight. Bis jetzt sieht das alles ja schon gut, aber das sieht jetzt, wir hatten doch diese eine, wo er so ein Zimmer hatte mit so klein, mal so 2 Zimmer hatte und so. Es sind 3 Flüge, okay. Ja, Chat, hey, ohne Scheiß, ich verarsche euch gern, ich diss euch gern, I know, aber ganz ehrlich, im Herzen weiß ich, ohne euch wäre ich aufgeschmissen, weil ihr habt leider auch manchmal, nicht so oft, aber ihr habt manchmal recht. I'm promptly offered a cool towel, some nuts and a refreshing glass of local Taiwanese pink sparkling wine. Let's get that seatbelt fastened then, as the safety video begins to screen. 座位下或座位旁，将黑色腰带拉至前方，扣好，拉紧。本班机全面禁烟，包含禁用电子烟。What the fuck? Da muss ich mir nochmal angucken. 将黑色腰带拉至前方，扣好，拉紧。Warum? Wer ist er denn? Ist das so ein chinesischer Marvel-Dude oder was? Thanos? Ah, warte mal, zur Sicherheit. Singapur, nee, aber das war chinesisch, oder? War das chinesisch? Das klang wie chinesisch, aber wo ist er nochmal losgeflogen? Der ist aber losgeflogen in Singapur. Und Singapur ist nicht, was spricht man in Singapur? Singapurianisch. Ach, keine Ahnung, Mann, ey, ich bin der dümmste Streamer. Warum guckt ihr die Scheiße? Ohne Witz, ich bin zu dumm. Betreutes Gucken ist es mittlerweile auch ein bisschen. So what does our first leg look like? We'll fly for the next 5 hours, some 2,000 miles, over to Taipei International Airport, all ready for our next first class flight this evening. It's not all too long before we reach our cruising altitude of 35,000 feet. Naturally, this means booting the Tims off and getting these super comfy provided slippers on. Each suite is cocooned in a 70-inch privacy screen, complete with fully closing doors. It's well thought out too, with ample storage space for your essentials as well as an in-seat minibar. Let's get that tray table out then, in preparation for our food. I'll start with a champagne, a phenomenal 2014 Bollinger. Bollinger. So heißen voll viele Leute in der Nähe von Tübingen. Thomas Bollinger. Sanitär und Heizung Bollinger. To begin, I opt for the smoked duck orange salad. Oh! Oh! Nee, mag ich nicht.
ich verstehe auch immer nicht, ich weiß, ich habe das nie gemocht, so Früchte mischen, so süß und herzhaft, das habe ich nie gerafft. Bestes Beispiel ist natürlich die so Pizza Hawaii, ne, müssen wir jetzt gar nicht anfangen, diese Diskussion. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, Chat? Ich weiß, dass viele Leute das mögen, aber auch so, ich weiß nicht, so süß und herzhaft mag ich nicht die Mischung. With spinach, mozzarella and a citrus dressing. After another top-up of the Bollinger, we'll move on to soup of the day, which is a lobster bisque dressed with watercress. Durchfall. For a curveball instead of my usual steak, I've opted for the Singapore soft-shell crab in a sweet chili sauce. Oh, das ist mein Ding, Alter. Das ist eher mein Ding. Sweet Chili Sauce, das finde ich geil. My word, what a choice. To close, I go for the seasonal fruit platter. I've got to balance it all out, right? Ja. Before trying out the bed, I think I'll freshen up in the forward lavatory. Das wäre so geil, wenn jetzt einfach wirklich Schnitt, okay, weil das ist so mein Humor. Jetzt einfach so nach all diesen Videos, 900.000 Abonnenten, jetzt wirklich macht er die Kamera und setzt sich wirklich hin und scheißt. Und lässt auch die Kamera... Oh my word. So, das ist einfach so das ganze Rest des Videos. Der ganze Rest des Videos ist einfach nur wie er scheißt geht. Und alles so mit Abwischen und alles, also alles so völlig, wo man gesperrt wird auch und so, oh my days, genau. Ja genau, die Musik muss weiterlaufen, genau. Ding, 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 ding. Billy, why did you leave me? So, und jetzt einfach, so hinsetzen. Oh Mann, ey, mir ist langsam unangenehm. Der darf niemals diese Videos sehen, Mann, ey, und irgendwie mit Übersetzungen angucken, ey, der wird mich so hassen. Aber ich mag ihn ja eigentlich. Ich sag's ja immer wieder, alle paar Videos. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie sind wir auf diese Reise gekommen mit trektrendy. Ich komme da nicht mehr raus, so. Ich glaube, wenn ich den echt sehen würde, Leute, ich wäre übertrieben starstruck. Für mich existiert der gar nicht so als Person mittlerweile. Versteht ihr, was ich meine? Diese Videos mit euch gucken, ist einfach, es ist so weird. The bathroom is modern, fresh and importantly clean, complete with Starlux branded toilet roll, greenery and even spa music playing in the background. Ja, das ist auch so eine unnötige Scheiße irgendwie auf dem Klo, dass da jetzt so Spa-Musik läuft, also bitte. Bedding is of high quality Egyptian cotton, complete with a pillow, duvet and mattress topper. I love the privacy offered once the door to your suite is... Oh, das sah gerade cute aus irgendwie. Aber na, wieder hier, ne? Also hat er alles zweimal drehen müssen halt, ne? Aus irgendeinem Grund liebe ich das immer, diese vierte Wand zu durchbrechen. Einfach nochmal erleuchte die Erinnerung. Das hat er jetzt mindestens zweimal gedreht, weil er ja irgendwie die Kamera aufstellen muss. Completely closed. Es muss so anstrengend sein. I've also requested another Taiwanese speciality, the bubble tea, of course. I've certainly never seen this before. Ich habe in meinem Leben noch nicht einmal Bubble Tea getrunken. Ich habe diesen ganzen Hype nicht verstanden, nie mitgemacht. Ich raff das gar nicht, was das soll. With a couple of hours left of the flight, let's watch a movie on the 32-inch personal entertainment screen. Das hat ein bisschen was Down-Donnie-mäßiges hier, oder? Das ist doch Down-Donnie. Welcome to Taiwan's Taoyuan International Airport. We have a brief layover here before connecting onto Emirates' new first class. I'm met directly off the plane by a Starlux representative, who escorts me over to the waiting airline branded... Das wäre mir so unangenehm. Ich weiß, das gehört zum Service, ne? Das ist ja quasi der Luxus, aber ich weiß nicht, ich judge das auch nicht. Also es ist nicht so im Sinne von, es wäre mir unangenehm, weil ich finde, dass das scheiße ist. Aber einfach ich persönlich, ich würde da lieber alleine einfach hingehen. Weil ich muss da mit so einer fremden Person auf so einen scheiß Wagen da gehen, da irgendwie durch die Gegend cruisen und alle gucken einen dumm an und man ist so, alle wissen, okay, guck mal, dass der Reiche ja, der ist irgendwie was Besseres. Ich würde da einfach wahrscheinlich laufen, also und mich ein bisschen umschauen oder so. I love the additional effort for first-class passengers here. You certainly don't get this. Ja, selber fahren. Leute, das wär's. Gib mir so ein Auto, Alter, bitte. Wenn das müssten sie am Anfang bei erste Klasse mit reinzuschreiben. Ihr kriegt beim Layover einfach so einen geilen Wagen. Aber der sieht ein bisschen cooler aus. Der hat noch so einen geilen Auspuff und so. Der macht dann auch so Auspuffgeräusche. Mit so einer geilen Hupe, die so macht. So. I'm driven directly to the correct queue. Jetzt aber da auch, guck mal. Jetzt hier auch in der Schlange mit dem Auto. Das wäre so geil jetzt mit den zwei Frauen in dieser Schlange. Und die müssen das so breiter machen. Und er sitzt einfach in dieser Schlange mit hinten auf dem Auto. Starlux was incredible, I think, as you've seen, but it's only going to step up another level as we go and check in for our next flight. Our next check-in is located at counter 23, and within moments I'm able to load my luggage onto the belt as my boarding pass is issued. Der hat aber, fällt mir jetzt das auf, echt viel Gepäck dabei, der fliegt.
Also der fliegt, glaube ich, wirklich irgendwo hin diesmal in Urlaub oder so. Der macht das nicht nur für die Scheiße, oder? Das war ja ein Riesenkoffer und der Carry-On ist auch noch recht groß. Der sieht auch so fit aus, der sieht irgendwie voll trainiert aus. Leute, also ich will ja nicht so viel, ich habe ja immer gesagt, wir dürfen da nicht so viel rein interpretieren. Wir dürfen hier nicht so eine Art Daily Soap draus machen. Aber ich meine, ich spreche das an, was wir uns alle denken. Es ist nur eine reine Spekulation. Aber ich sag mal so, Millie habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Within 30 minutes or so, my passport is stamped and I'm out into the airside part of the terminal. Habt ihr auch immer, ich hab das schon mal gesagt, aber auf diesen Bändern, ne? Ganz ehrlich, immer wenn ich dann so normal, also sag mal normale Leute überhole, die halt normal laufen, in dem Fall hier die nicht, ne? Ist ja jemand, der einen Rollstuhl schiebt, aber so ein klein bisschen gucke ich dann gerne auch so ein bisschen rüber und gib so Side-Eye so im Sinne von, naja, bist ja übelst langsam, ey, guck mal, wie schnell ich bin und ich laufe noch langsamer als du. Das ist so dumm, aber so ein kleines bisschen habe ich das erhabene Gefühl immer auf den Dingern. And just before we experience this all new first class. Was? Was war das? Das sah ja total hässlich aus. Was ist denn das für eine Scheiße? Es sieht aus wie so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie sowas innen aussieht, aber es sieht aus wie ein Puff, so stelle ich mir das vor. Oder sind das so Klos, wo man sich gegenüber sitzt? Was ist denn das für ein komischer Raum? Ey, ohne Witz, das ist doch ein ganz komischer Raum, oder nicht? Das ist ein Klo. Ach, das ist ein Spiegel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin wirklich der Dümmste. Ich habe das nicht gerafft. Leute, ich mache das nicht extra. Ich habe wirklich gedacht, das ist so ein super weirder Raum vorne ganz vorne am Flugzeug. Key standouts of the suite to me is the now famous pop-out. Ich muss Chat ein bisschen recht geben hier. Ich finde, es sieht auch richtig scheiße aus. Minibar, writing kit and tablet to control every feature. Dieses kitschige, alles so Gold-Look und so, das sieht doch scheiße aus, Mann. Suite. We'll fly some 4,000 miles over the next 10 hours, all the way to Dubai in the United Arab Emirates. Ist es der anstrengendste Flug aller Zeiten? Let's get my tray table out then, in preparation for our dinner. Well, it wouldn't be a trektrendy video if I hadn't gone for the caviar now, would it? Oh, das sind die Dinger, die mich cringen, diese Aussagen so. Oder Leute? Es wäre ja kein trektrendy-Video, wenn es nicht Kaviar gewesen wäre, oder? Welt. Aber Kaviar macht er doch gar nicht in jedem Video. Ich mag Kaviar nicht, glaube ich. Ich habe es noch nie probiert, aber ich weiß nicht. Kein Bock auf Fischeier, so? Ich meine, Fischeier? Served with the usual culprits of grated egg, sour cream and finely chopped onion. Obwohl, vielleicht schmeckt das geil so. Ganz ehrlich, irgendwie habe ich gerade diesen Biss gefühlt. For main, I've yet again opted not to indulge in steak and instead choose the Chinese-style braised chicken, served with steamed jasmine rice. Ey, das sieht geil aus, Mann. Oh, ich hab Hunger. Due to just how late it is now, I'll forgo dessert in favour of a shower. Ordinarily, you'd simply book a slot with the flight crew, though as there's only about 4 people in first today, it's pretty flexible. Was? Was? Ey, ganz ehrlich, jetzt mal wirklich, Leute, muss man im Flugzeug duschen? Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Und wir wundern uns, warum einfach die ganze Welt kaputt geht? Ja, mein Gott, dann stinkst du halt ein bisschen unter der Achse und du kannst ja auch zu Hause duschen, meine Fresse. Oder halt irgendwo am Flughafen oder so. Dafür diesen ganzen Platz da aufbrauchen, für so eine Scheiße, dass sich da die Reichis da oben mal ein bisschen ich weiß auch nicht. I absolutely love the new design, with polished wood grain throughout, matching with the rest ja, of the wir werden auf jeden Fall die Spiegelung gleich checken, keine Sorge. Hier ist wieder das Ding. Ey, ich weiß nicht, ich finde, das kann man noch schon nachvollziehen, dass man das hier nicht rafft mit dem Spiegel. The party piece, of course, is the shower, which alle Armaturen checken, grants wichtig. you around 5 minutes of flowing water. It's still, in my opinion, one of the coolest things you can experience in commercial aviation, and only on the... Glaubt ihr, der war wirklich nackt während... Oh, guck mal! Oh! Leute, der denkt mit. Scheiße. Der hat uns durchschaut. Der hat das geblurrt hier. Also geht der wahrscheinlich wirklich nackt? Der geht da wirklich duschen, oder was? Now to change into my provided moisturizing pajamas, you also get a Bulgari amenity kit, which I rate as the... Ja, das ist halt schon geil. Bulgari ist doch voll teuer, oder? Und hier so Gillette, markenklar. Ah ja, das gefällt mir. Diese kleinen Kits finde ich immer ganz nice. Ja, hey, mal ehrlich, finde ich eine berechtigte Frage hier aus dem Chat. Was passiert, wenn du gerade duscht und das Flugzeug gerät in Turbulenzen? Jetzt mal Real Talk, ist eine hammervalide Frage. Oder kommen dann die Stewardessen auch rein und machen dann so, schnallen dich dann so an und du bist dann so nackt irgendwie, Schwanz überall so rumfloppen, so, keine Ahnung. Und dann tun die dich so dran dingsen. Ey Leute, ich bleib bei meiner Frage. Warum guckt ihr das? Which of course has also been freshly refurbished, and it's looking Was ist das, eine stunning. Bar?
Es sieht halt wirklich, come on Chat, oder jetzt mal ehrlich, das sieht einfach scheiße aus. Come on. Das kann mir keiner erzählen. Das ist so eine kitschige Scheiße. Das sieht einfach hässlich aus, Mann. Das nervt mich ja immer, ne? Das sage ich jedes Mal bei diesen Videos. Ja, man kann die Tür zumachen, sorry, aber wenn es oben offen ist, tut mir leid, dann ist es für mich egal, dann kannst du auch die Tür offen halten. Das ist für mich immer noch das Gefühl, da können die jetzt so drüber gucken, die Stewardessen oder Steward. So. Das ist einfach das Gefühl von, ich bin hier nicht wirklich alleine. Dann kannst du auch die Tür offen lassen. Well, good morning. I slept wonderfully, albeit for not quite long enough. As I've just been informed, we're about to make final approach into Dubai. Let's get those Tims back on and indulge in a hot towel. Put the Tims back on. Stock Music Arabic hat er eingegeben bei seiner Stock Music Firma da, die er hat irgendwie Arabic Music Joyful. Very happy to welcome you to Dubai. Haben die Palmen in der fucking Halle? Okay, das sind wahrscheinlich so Fake-Palmen. That flight was incredible, but we're not stopping there. Of course, we're straight on to our next one. So okay, Leute, endlich. Over to Abu Dhabi. Warte. Jetzt haben wir 15 von den 23 Minuten dieses Videos, ja? World's Best First Class Flight. Wir haben also jetzt nur noch 8 Minuten und wollt ihr mir jetzt sagen, der ist jetzt 2 Legs geflogen und wird jetzt aber erst von Dubai noch mit einem Auto nach Abu Dhabi gefahren. Ich war schon mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist eine Stunde Autofahrt oder so nochmal oder mindestens. Also, was ist das für eine Reise, Junge? I'm promptly assigned a car, which will take me the 2-hour drive over to Abu Dhabi. Genau, 2-hour Drive. Der muss jetzt nochmal Auto fahren. Ey, das ist die unentspannteste Reise aller Zeiten, Junge. This is a complimentary service for first-class passengers, and I can be driven anywhere within the UAE. Ja, complimentary service for first-class passengers. Ey, kleine Newsflash. Kein Mensch der Welt bucht überhaupt einen Flug, wo man nochmal 2 Stunden Auto fahren muss beim Layover. Das gibt's nur, wenn du diese super erste Klasse hast. Kein normaler Economy-Mensch bucht überhaupt so eine Reise. Nimmst du halt einen anderen Flug, der nicht 2 Stunden Autofahrt mit sich bringt. Arabic funky music. I won't lie, I definitely had a nap during that ride. Now I'm starting to get excited. Er hat das Auto überhaupt nicht abgefilmt oder so, irgendwie was Cooles gezeigt. Es war ja auch nicht so ein krass gutes Auto, ne? Was war das für ist einfach nur ein ganz normaler BMW? Keine Dusche im BMW. Der ging fast unter, der Gag. Sehr gut, Chat. Here I'm invited to take a seat, whilst all the check-in formalities are taken care of. Das sind einfach Captain-Stühle von Star Trek, alle. Alles einfach 5 Captain-Stühle. Was ist das? Das ist doch von Star Trek. Einfach 5 Captain Kirks hier. Nee, guck mal. Captain Kirk, Picard, Janeway, alle haben Platz hier. I must say they've done an outstanding job with this new airport. It's absolutely beautiful. But alas, I digress. Let's head into the Etihad. Ja, die haben ja auch einfach quasi alles Geld. Aside from the provided refreshments and comfy seating, there's also an ensuite bathroom, so I don't have to venture into the rest of the first class lounge. Was ist das? Die Dusche ist geil, kann man nicht haten. Ich liebe ja so Regenduschen. Es gibt 2 Duschen, die ich liebe. Goldene Duschen und Regenduschen. So I'd rather save myself for the onboard cuisine. Ich weiß, es wird ernst bei mir, wenn einfach Leute aus dem Chat, also wo man davon ausgeht, ne, also ich würde mal sagen, 90% dieser Leute hier YouTube, ne, die sind definitiv dümmer als ich und mein Bar ist schon ziemlich weit unten und wenn selbst die sowas schreiben wie so meine Mutter, sowas wie Donnie, dann ganz ehrlich weiß ich tatsächlich, jetzt muss ich echt mal aufpassen. Let's get down that jet bridge then and onto the A380 for the second time today. Der ist schon 3 Tage unterwegs übrigens, ne? Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt will ich was sehen, Junge. Come on, The Residents. Jetzt bin ich mal ruhig hier. Das genießen wir uns jetzt alle schön rein, wie der da reingeht. Ich sag's wie es ist, ich bin jetzt mal ruhig. Welcome to the most exclusive seat in the sky, the 3-room Etihad Residence. There are no overhead bins here, but I'll stow my bags under the bed in my private bedroom. 3 Zimmer? Okay. Das ist ja übel geil. Das ist ja wie quasi ein Private Jet in einem Jet. Let's get settled into my living room. Das ist einfach verrückt, Mann. Das ist schon nice. Das finde ich schon ganz gut. We'll travel some 3,500 miles over the next 8 hours to London's Heathrow Airport. Ach so, jetzt check ich das erst. Der fliegt einfach nach Hause. Der war im Urlaub. Wahrscheinlich mit einer anderen.
Oder mit seiner neuen Freundin oder so. Naja. You'll want to save any sleep for your separate bedroom down the corridor. Other highlights include your IFE remote for the 32-inch television, and of course a chilled private minibar, which I'm no DC. disappointed to see no Diet Coke in. Ey, aber jetzt Real Talk, mich wird das auch nerven, weil unnötige Kalorien. Talking of drinks, I make it champagne o'clock. Now in the residence you're served a delicious 2002 Cheval Loire. Cheval Loire. Wie es kostet sowas? Wollen wir mal kurz gucken? Femme, Champagne. Ich will gucken, wie viel eine Flasche kostet. Warte mal. Hier steht's. Ich bin so dumm. Hier, die Flasche ist hier und ich habe versucht, das hier zu lesen. Ohne Witz. 300 €, Junge. Oh, das ist ein Dienstagabend bei uns, oder? Ehrlich. This clocks in at our most expensive champagne of the trip. Donnie, schau mal auf die Zahl. Welche Zahl? Ach, Preis steht im Video. Ach so. Oh, Leute, ganz ehrlich, langsam wird's peinlich. Stand das wirklich da? Ah, hier steht's. Guck mal. Guck mal, warte mal, ich mache mich mal weg. Hier steht's. Aber ich sehe es trotzdem. Also jetzt könnte man meinen, nur weil ihr es nicht seht, aber ich sehe es hier trotzdem auf dem Monitor, weil ich sehe mich ja selber hier nicht. Naja, gut. To start, I go for the caviar service once again with all the trimmings. Sieht aus wie Spielzeugessen. Der macht wieder sein Kaviar-Ding, ha? For my second appetizer, I opt for this. Habt ihr's gehört? Zacken, aber also, er ist crazy drauf. Willi ist heute ein bisschen, er lässt 5 Grad sein lassen auf dem Flug. Australian venison with sweet potato puree and mustard fruit. Next, I'm offered a palate cleanser of raspberry sorbet. Palate Cleanser? Ich glaube, Palate Cleanser ist in Deutschland einfach Leberwurst, oder? Oder Met? Gib mir mal was zum Neutralisieren hier. Ich habe jetzt gerade die Scheiße da gegessen mit dem Mangos und jetzt kommt danach jetzt Fisch. Ich brauche was. Gib mal hier Met. So for my main, I choose the camel Danke, kofta, Witter. served with aromatic rice, roasted vegetables and a mint yogurt. Sieht komisch I aus. don't think I've ever had camel before, but I can confirm it's very tasty. Der hat Kamel. Okay, einfach noch, also mir nichts sehen, hat er jetzt einfach Kamel gegessen? Boot the Tims off then and get comfy. The sun is beginning to set. Mega Schnitttrick. Head to my bedroom. However, I fancy taking a shower beforehand. Taking a shit wäre so viel geiler gewesen. Oh mein Gott. Ich habe das gehört, den Satz, und dachte mir, bitte ende diesen Satz mit before I wanted to take a shit. Er hat wirklich ein Badezimmer einfach, oder was? Wahnsinn. Da muss ich eine Menge für streamen, Leute. And for the second time in 24 hours. Er hat wieder drauf geachtet. Sag mal, der guckt meine Videos, ich sag's euch. Habt ihr es gesehen? Hier, warte. Der war gerade Armatur wieder geblurrt, ich hab's gesehen. Warte. And for the second time in 24... Hier. Der hat das mitgeteilt bekommen, der versteht kein Deutsch, aber der sieht, dass ich hier mal, weißt du, aus seiner Sicht, der guckt so meine Videos, ne, meine Reactions, wenn überhaupt, weißt du, und dann sieht er, dass ich hier so eine Kreisbewegung mache mit der Maus, aber weil er kein Deutsch kann, hört er halt nur das hier, so. Deutschland. Ja, Penis, I've showered at 35,000 feet. Unbelievable. Wow. I've showered at 35,000 feet. Unbelievable. Now, the other spectacular feature of the residence is the bedroom door, which shuts to allow for a totally private space. Okay, das ist der Shit, aber ist das nicht, wir hatten das Thema doch schon mal, ist das nicht quasi aus Sicherheitsgründen verboten oder so? Deswegen haben wir auch immer diese krassen ersten Klassen, irgendwie sowas, wo man drüber gucken kann oder durchgucken kann oder so. Ist das wirklich geschlossen hier? Kann man quasi da schlafen in Ruhe oder was? The double bed has been custom made for this space, complete with sumptuous, rich Egyptian cotton bedding. You don't need to tell me twice. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da reingehen und sich einen runterholen. Das Erste, was sie machen, 24-Stunden-Flug. Ich habe jetzt 3 fucking Champagners getrunken. Ey, ich habe jetzt seit 6 Tagen keinen Sex gehabt. Ich habe diesen Raum, wir sind oben, Mile High Club, aber solo. Und dann einfach... Und die ganzen Stewardessen und Stewardessen wissen schon, da ist wieder einer, der wollte ganz schnell ins Bett. Let's hop into the bed for a wee nap. I awake to the sound of the captain making the announcement that we'll be coming into land shortly. Der Captain dann so, Wake up, Will. Wakey, wakey. This is just for you, for the residents. We are at an altitude of... This was not a cheap trip.
The first flight was $2,700. Next in, Emirates comes in at $3,800 and finally the Residence was $6,500. Wieso ist der so lange unterwegs? Kann man jetzt mal ohne Witz, ist vielleicht dünnes Eis, dann wird wieder noch, also das ist wieder potenziell dumm, was ich jetzt gleich sage, aber ist die Erde ist doch eine Kugel. Und kann er nicht andersrum fliegen für viel schneller? Hä? Wer macht das denn? Das ist doch verrückt. Making a grand total of just over $13,000 or $500 an hour. Welcome to London and to the end of 24 hours in the world's best first class. What a journey. Thank you so much for coming along with me and I'll catch you all again next time. I don't know, würde ich mir nicht geben. Okay, ciao YouTube, das war's mit trektrendy. Wir machen erstmal eine trektrendy Pause, glaube ich. Ich muss mich erstmal erholen.